Unterwegs auf Fuerteventura im Jahr 2023. Das Ganze für 650 € inklusive Flug und natürlich auch Hotel. Wie das geht, ob wir hier Spaß hatten, wie wir hier Spaß haben, was wir gemacht haben und was du sonst noch so machen kannst auf Fuerteventura, erzähle ich euch jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Dann sind wir direkt hier angekommen und haben im Hotel eingecheckt. Und das ist natürlich das Stichwort. Ich zeige euch erstmal unser Hotel. Hier mal die Außenansicht von unserem Hotel, was wirklich nur 500 Meter vom Strand entfernt lag. Gebucht haben wir das 3-Sterne-Hotel Servatur Alameda de Jandia, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, für 14 Tage ohne Verpflegung und bezahlt haben wir pro Person 361,50 €. Ganz normales Check-in in der Hotellobby und in der Nebensaison, da sind viele ältere Gäste aus aller Welt hier zu Gast. Das liegt wahrscheinlich daran, dass gleich in der Nähe ein großer Golfplatz beherbergt ist. Waschsalon, WLAN und Internet bekommst du hier gegen Gebühr, das ist leider nicht gratis. Dieses Hotel ist relativ groß und beherbergt 291 Apartments und diese sind dann auf 9 Etagen verteilt, wobei hier auch Preisunterschiede beim Buchen zu beachten sind. Die höheren Etagen, die kosten wegen der guten Aussicht zum Strand dann auch deutlich mehr Geld. Unterwegs mit dem Fahrstuhl findest du dann in der 3. Etage eine riesige Sonnenterrasse mit ca. 50 Liegeplätzen und ebenfalls sind diese kostenfrei. Hier hast du schon eine gute Aussicht auf den Strand und auf den Ortsteil, der viele Geschäfte inklusive Supermarkt anbietet. Ein Frühstücks- und ein Abendbuffet kannst du hier extra dazu buchen, aber dazu ein bisschen später mehr in meinem Video. Weiterhin findest du dann noch 2 Swimmingpools. Hier heißt es aber Plätze sichern, denn wer spät nach dem Frühstück kommt, der kriegt keinen Sonnenplatz mehr. Aber zum Glück gibt es natürlich noch den Strand und hier ist mehr als genug Platz zum Relaxen und der ist auch deutlich schöner als der Hotelpool. Bezahlen kannst du in diesem Hotel mit allen gängigen Kreditkarten und natürlich auch in bar. Aber jetzt zeige ich euch erstmal das Zimmer, was wir gebucht haben. Hier ist die relativ große Terrasse. Man sieht es schön hell und wirklich schön groß gemacht. Dann gibt es einen Tisch, 2 Stühle, kann man sich ein bisschen hinsetzen, gleichzeitig die Aussicht genießen. Die ist natürlich nicht allzu doll, aber vom Prinzip her ist es hier nachts ruhig und es ist alles nicht weit vom Ort entfernt. Vorne hast du gleich direkt dort dann alle Läden, Lebensmittelmarkt und verschiedene andere Shops, wo du einkaufen kannst. Gleichzeitig, wie gesagt, hier nochmal eine schöne Glastür, unwahrscheinlich cool. Dann geht es rein zum Fernseher und hier hast du ein paar deutsche Programme. Natürlich schaut man im Urlaub kaum Fernsehen, ist ja klar. Dann gibt es eine Möglichkeit, hier was zu verstauen mit einer Kommode. Den 6er-Verteiler habe ich mir mitgebracht, weil ich mein ganzes Technikzeug natürlich irgendwo laden muss und meistens gibt es dann in den Hotels immer nur eine Steckdose. Hier ist dann so ein bisschen Aufenthaltsbereich mit einem Tisch. Kannst du ebenfalls noch was ablegen. Gleichzeitig dann eine Couch, die ist nicht allzu gemütlich, aber sie hat ihren Zweck erfüllt. Gleichzeitig gewinnst du natürlich nicht den Designerpreis mit diesem Zimmer, aber das ist relativ wurscht, weil vom Prinzip her fühlt man sich einigermaßen wohl. Hier hast du einen Tisch, da kannst du den Koffer ablegen. Dann, wie gesagt, hier 3 Stühle, wo man sich ransetzen kann, in Ruhe frühstücken, entweder von dieser Seite oder halt von der anderen Seite. Das Ganze ist dann hier oben nochmal mit Ablageflächen versehen. Hier ist der Küchenbereich, da kannst du dann einige Dinge verstauen. Kannst du natürlich auch noch hier direkt in die Küche setzen zum Essen. Kühlschrank ist mit dabei
und natürlich verschiedene Staufächer. Du hast hier Töpfe, du hast hier Pfannen, du hast hier Teller, du hast Besteck. Ein bisschen was haben wir schon eingekauft, damit hier sozusagen der Hunger nicht vonnöten ist. Gleichzeitig natürlich immer schön Wasser kaufen. Wenn man Wasser trinkt, das Wasser aus der Leitung in Spanien, sollte man nicht so oft genießen. Eine Kaffeemaschine ist noch vorhanden, brauchen wir nicht. Und vom Prinzip her an sich noch Ablageflächen wie die Schränke. Hier ist der Boiler hinter versteckt. Hier ist natürlich sehr fachmännisch alles zugeschraubt. Ansonsten hast du natürlich halt Schränke, wo du dann hier deine Möglichkeiten hast, die Teller abzulegen. Dann geht es weiter mit einem Kleiderschrank. Auch relativ entspannt, kann man so seine Klamotten direkt hier reinlegen und hier dann auch nochmal relativ groß. Also das reicht, und wer dann zusätzlich bezahlen muss, finde ich natürlich nicht gut, aber zusätzlich zahlst du dann nochmal, glaube ich, 2 Euro am Tag, wenn du den Safe benutzen möchtest. Brauchen wir nicht, bei uns ist nichts zu holen. Das Badezimmer relativ sauber, kann man wirklich sagen, also das ist eine schöne Geschichte. Dusche mit dabei, Toilette mit dabei, gleichzeitig auch noch Waschbecken und Ablagemöglichkeiten. Dusche ist auch warm, also das erfüllt den Zweck. Und dann gibt es natürlich dann noch das Schlafzimmer. Hier hast du 2 Betten, Matratzen, normal Kissen, und das sieht ein bisschen aus wie so eine Kellergeschichte, aber man kann drin schlafen. Das ist jetzt nicht so, dass es hier sozusagen irgendwie schlimm ist. Es ist sauber, es ist ordentlich. Das Einzige, du hast hier natürlich noch ein bisschen Gitter vom Fenster. Aber es erfüllt den Zweck, und es ist ein schönes Apartment zum entspannten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und hier steckst du dann die Karte rein, wenn du Strom haben möchtest. Ansonsten ist das Zimmer eigentlich wirklich relativ vernünftig gestaltet. Man hat hier keine Probleme, kann sich das sozusagen relativ nett machen und den Urlaub genießen in diesem Zimmer. Und für unsere Ansprüche reicht's. Und wie gesagt, ich kann es gerne nochmal wiederholen, es ist ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Beim Hotel kann man auch noch dazu sagen, dass du dir das Hotel natürlich nicht nur als normales Apartment buchen kannst. Ich habe es jetzt sozusagen direkt nur als Apartment ohne Essen gebucht. Aber es gibt auch die Möglichkeit, Frühstück und Abendessen dazu zu buchen. Aber vom Prinzip her ist dann die Tagespauschale relativ hoch. Das wollte ich nicht. Das sind 14 Euro fürs Frühstück und nochmal 30 Euro fürs Abendessen. Heißt pro Tag nochmal 44 Euro dazu. Und das ist für Essen eigentlich nicht so das Ultimative, weil wenn man jetzt überlegt, dass man sich Essen im Supermarkt kaufen kann. Im Hotel waren ja direkt Kochmöglichkeiten vorhanden, beziehungsweise im Apartment gleichzeitig auch Besteck und Teller und Töpfe sind da schon inklusive. Und da kommst du natürlich mit deinen 40 bzw. 44 Euro besser klar, wenn du dir schön was einkaufst. Du kannst natürlich auch noch nebenbei in einem wunderschönen Restaurant essen gehen, hier am Strand. Die Preise sind auch relativ human. Noch, muss ich dazu sagen, vielleicht ziehen die natürlich auch irgendwann mal mit den Preisen wieder an, wie alle. Also ich habe jetzt bezahlt für ein richtig gutes Essen, Menü, bisschen Fisch, paar Kartoffeln, Gemüse dazu. Insgesamt ohne Getränke zwischen 14 und 20 Euro für einen großen Teller. Und nee, das war mit Getränken, das war sozusagen mit einer Cola schon mit drin. Knapp 20 Euro für ein richtig gutes Mittagessen inklusive Getränke. Aber es geht natürlich auch noch günstiger. Und günstiger kannst du dann bei irgendwelchen Fastfood-Ketten essen. Hier gibt es auch Burger King, und dann für 10 Euro bist du dann ungefähr mit dabei. Und ab 10 Euro kriegst du auch schon Gerichte, die du dir sozusagen jetzt in einer Gaststätte oder so bestellen kannst. Aber es ist natürlich dann entspannter, wenn du sozusagen dir 30 Euro pro Tag für gutes Essen einplanst und dann auch im Supermarkt einkaufst. Und im Supermarkt gibt es natürlich auch gute Gerichte, eigentlich fast alles wie in Deutschland. Teilweise die Importprodukte aus Deutschland bekommst du hier auch, leider Gottes, ist natürlich klar, dann zum doppelten Preis, was sie bei uns kosten. Ich kann mal so einen Fruchtsaft nehmen oder was, der kostet bei uns 95 Cent, kostet hier 1,70 Euro für Möhrensaft oder irgendwelche anderen Geschichten. Also das ist dann meistens das Doppelte, klar, weil es importiert werden muss. Und wie das so in einem spanischen großen Supermarkt aussieht, das zeige ich euch jetzt mal. Aber jetzt gehen wir mal zusammen einkaufen in den spanischen Super-Sparmarkt. Eigentlich ist hier alles fast genauso wie bei uns. Kosmetik, Haushaltswaren, hier kannst du alles kaufen. Der Unterschied hier, es gibt deutlich weniger Fleisch. Klar, Spezialitäten sind im Angebot, aber was ich festgestellt habe, ist, dass natürlich landes- und inselspezifisch frischer Fisch hier besser und günstiger ist als bei uns. Klar, der kommt ja auch gleich nebenan aus dem Ozean.
Frisches Gemüse und Obst, hier hast du eine reichliche Auswahl, die auch teilweise besser ist als bei uns in Deutschland. Was ich finde, das Gemüse und Obst schmeckt teilweise deutlich angenehmer und nicht so künstlich. Viele Importwaren sind hier circa doppelt so teuer als bei uns in den Geschäften, aber du findest trotzdem noch gute und günstige Angebote. Aber auch hier sei an dieser Stelle gesagt, ist der Supermarkteinkauf nicht mehr so günstig wie noch vor 2 Jahren, denn auch hier haben die Preise inflationsbedingt deutlich angezogen. Für 2 Tage Essen und Trinken aus dem Supermarkt muss man hier auch fast mal 30 bis 50 Euro einplanen. Je nachdem, was man kauft, aber es gibt fast alles und das ist erstmal das Wichtigste für den Einkauf. Wenn du Bock hast, dir eine Auszeit zu nehmen, mal so ein bisschen abzuschalten oder einfach mal rauszukommen, dann ist das natürlich die richtige Möglichkeit, hier 14 Tage Fuerteventura zu machen, weil du hast 22 Grad im Durchschnitt, du hast Sonne, du hast ein ganz anderes Feeling, ein ganz anderes Leben, was hier sozusagen herrscht und du kannst richtig runterkommen. Du brauchst so eine Woche, also ich brauche immer eine Woche, bis ich dann sozusagen so ein bisschen down bin und in der zweiten Woche hast du dann die pure Erholung und kannst hier alles genießen, was auf der Insel passiert und ihr merkt schon, klar, gerade Sonnenuntergang ist natürlich das Schönste am Tag, was man so machen kann. Für 650 Euro Flug und Hotel ist natürlich nicht alles. Du musst natürlich vorher ein bisschen gucken, ein bisschen was machen und gleichzeitig natürlich auch noch darauf achten, dass das keine Sparreise ist. Also ich will jetzt hier sozusagen nicht sparen und deswegen für das billigste Geld irgendwo hinkommen, sondern ich will einfach mal einen freien Urlaub machen und das ist eigentlich, wenn du es selber buchst, immer günstiger, kann man sagen. Wir waren oft in Hotelanlagen von Aldiana oder hier Robinson Club und andere Dinge. Da hast du natürlich auch andere Beschäftigungstherapien, sage ich mal so. Du gehst zum Buffet, du gehst vom Buffet, Frühstück, Mittag, Abendbrot, kriegst du alles serviert und bist sozusagen dann ein glücklicher Touri, der dann natürlich die Clubanlage genießen kann. Es ist natürlich ein ganz anderer Urlaub. Aber ich wollte einfach mal was anderes machen. Ich wollte mal raus. Ich wollte einfach mal abschalten und einfach mein eigenes Ding machen, wann und wo ich will. Unterkunft war wichtig, sauber, ordentlich, vernünftig. Flug natürlich auch und das habe ich soweit geschafft. Geflogen sind wir mit Eurowings. Das Doofe war natürlich bei Eurowings, da gab es erstmal von Berlin aus eine Verspätung von circa knapp 2 Stunden. Die sind unter 2 Stunden geblieben, weil ab 2 Stunden kannst du ja sozusagen dann so ein bisschen Entschädigung verlangen. Aber das haben wir leider nicht geschafft. Die haben es echt hingekriegt, 1,5 Stunden Verspätung zu produzieren und mehr nicht. Es gab natürlich auf dem Flug dann auch nichts kostenlos mit Essen, Trinken und andere Dinge. Da haben die dann drauf verzichtet, aber eigentlich müsste es so sein, dass du da Snacks und Getränke kostenfrei beim Flug bekommst. Also bei Lufthansa und Condor war es immer so gewesen. Eurowings hat es leider nicht gemacht. Gut, dann sind wir hier mit knapp 2 Stunden Verspätung angekommen am Flughafen. Transfer muss man natürlich selbst organisieren. Wenn man auch selbst fährt, da holt dich dann keiner ab von irgendeinem Hotel, wenn du es nicht mitbuchst. Und der Transfer, wir sind hier in Morro-Jabele, das ist sozusagen der komplette Süden der Insel. Und da brauchst du dann für den Transfer entweder ein Taxi, kostet knapp 100 Euro, oder halt einen Transferbus, den du dir übers Netz buchen kannst. Da bist du dann bei der Person ungefähr von einem Preis von 25 bis 30 Euro mit dabei. Und wie gesagt, beim Hotel war wichtig, dass es sauber und ordentlich ist. Es wird alle 3 Tage gereinigt. Da kommt dann eine freundliche Putzfrau vorbei und putzt das ganze Zimmer, was natürlich auch super ist. Und die Betten, naja, die sind einigermaßen okay. Man kann drauf schlafen, man hält die 14 Tage aus. Das Gelbe vom Ei ist es natürlich nicht, hast du aber teilweise auch bei höherpreisigen Hotels, dass du dann so ein bisschen abgeramschte Betten hast. Macht aber nichts. Gestartet und in den nächsten Tag rein. Dann schaut man sich natürlich erstmal um, was ist hier so los. Geht an den Strand bei richtig schönem Wetter und Fuerteventura, hier brauchst du natürlich keine Angst haben, dass du über 14 Tage keine Sonne bekommst. Hier gibt es immer ein bisschen Sonne ab, auch wenn mal schlechtes Wetter ist. Teilweise kann es mal kurz regnen. Das Schöne ist, wenn es regnet, dann regnet es nur kurz. Danach kommt dann wieder die Sonne vorbei. Oder halt am nächsten Tag ist das Ganze wieder vergessen. Und vom Wetter her kann man sich wirklich nicht beschweren. Du hast immer um die 18 bis 20 Grad im Winter. Und das ist natürlich fantastisch. Wenn die Sonne rauskommt, fühlt sich das Ganze natürlich nach Sommer an. So 25 Grad bis 30 Grad in der Sonne, gar kein Thema. Zum Flug auch nochmal ein kleiner Kommentar. Und zwar ist es bei Eurowings natürlich gegenüber von Condor echt super, weil da gibt es 23 Kilo als Normalgepäck plus 2-mal Handgepäck, einmal kleiner, einmal größer. So konnte ich mein ganzes Videozeug einpacken und natürlich auch verstauen und mitnehmen. Da gab es gar keine Probleme. Und das natürlich zu einem Preis
Preis von 278 € für Hin- und Rückflug. Ich muss dazu sagen, dass sich das natürlich mit den 650 € so weit zusammensetzt, dass du mit 2 Personen fliegst und dann sozusagen den Gesamtbetrag durch 2 teilst. Also war sozusagen Flug und Hotel insgesamt bei 1.300 € für 2 Personen in einem Apartment inklusive Hin- und Rückflug für 14 Tage Fuerteventura. Und wie gesagt, was du kaufst, wie viel du kaufst, das bestimmst du ja meistens für dich selber. Und das Schöne an diesem Urlaub, wenn du ein Apartment hast, ist, dass du die ganze Sache dir selber planen kannst. Ja, was du abends isst, da gehst du halt mittags einkaufen, beziehungsweise die Supermärkte haben hier noch bis 22 Uhr offen. Dann holst du dir schnell mal halt was. Bei unserem Hotel in der Nähe, 100 Meter Lauflinie, ist gleich ein Supermarkt. Also wenn du abends Hunger hast, überlegst du, aha, ein paar Tomaten, ein bisschen Brot oder irgendwas anderes, holst du dir schnell frisch aus dem Supermarkt, bereitest dir in deinem Apartment zu. Und schwuppdiwupp ist der dicke Bauch gefüllt und gleichzeitig sind alle glücklich. Dann hast du natürlich Bock, was zu machen auf der Insel. Das, was wir immer gemacht haben, sind natürlich ausgiebige Strandspaziergänge. Und das Schöne an Morojabla ist, du hast hier wirklich, wenn du hin und zurück läufst, einen 10 Kilometer Spaziergang hinter dir an einem absolut hellen Strand mit Meer, mit Sonne, mit allem drum und dran. Und das verbraucht dir dann schon mal knapp 2 Stunden, wenn du ruhig läufst. Kannst natürlich auch joggen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, die Insel zu entdecken. Und zwar das Ganze dann mit dem Mietwagen. Clever ist es natürlich, wenn du dir von Deutschland den Mietwagen buchst. Ich habe mal bei Budget geguckt, die waren am günstigsten. Und da gab es sozusagen einen Kleinwagen ohne Versicherung und ohne Steuern zum Nettopreis von 500 € für 2 Wochen. Also kommst du effektiv dann auf 850 € für 14 Tage, wenn du Glück hast. Aber immer schön bedenken, das ist natürlich Nebensaison. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist Anfang Januar direkt zu fliegen und das Zimmer zu buchen. In der Hauptsaison wird dann definitiv alles noch ein bisschen teurer sein, das glaube ich. Das mit dem Mietwagen haben wir natürlich auch gemacht, aber wir haben uns natürlich, um ein Video zu produzieren, für 2 Tage einen Wrangler Jeep geholt, damit wir dann direkt auch mal Offroad unterwegs sein können. Dazu gibt es auch ein Video bald auf meinem Kanal. Freut euch schon, das ist wirklich ein Hammer, wenn du hier Offroad auf der Insel unterwegs bist. Also von den Straßen weg, direkt an den malerischen Buchten, die kaum einer sieht. Und wie gesagt, das Video kommt bald auf meinem Kanal. Schaut mal nach. Habe ich hier dann auch schon mal verlinkt, wenn es schon fertig ist. Und das muss man unbedingt machen. Also ein Mietwagen auf der Insel, um die Insel zu entdecken, braucht man definitiv. Und die ist ja nicht so groß, die Insel. Also du brauchst hier sozusagen 2 bis 3 Tage einen Mietwagen, dann hast du alles abgeklappert. Wir waren oben bis Corallejo, dann wieder runter und natürlich an den Buchten und Aussichtspunkten vorbei. Ich empfehle, wie gesagt, 3 Tage Mietwagen, bist du komplett dabei. Und während wir uns hier einen fantastischen Sonnenuntergang anschauen, kann ich euch zum Thema Shopping noch ein bisschen was erzählen. Ganz günstig auf der Insel ist natürlich Parfüm. Das gibt es teilweise 50% günstiger als in Deutschland. Also wenn du gutes Parfüm kaufen möchtest, du kriegst hier wirklich alle Marken, alles komplett nicht gefälscht, richtig korrekt, original verpackt für bis zu 50% günstiger als in Deutschland. Klar, wer raucht, Zigaretten auch nochmal 50% billiger als bei uns. Und gleichzeitig natürlich dann auch noch Designermarken, ja, also Boss oder Tommy Hilfiger oder irgendwelche anderen Dinge, kannst du hier ebenfalls noch günstig einkaufen. Aber schön aufpassen, es gibt indische Fachgeschäfte. Ihr wisst alle, die fälschen natürlich ohne Ende. Da gibt es sehr viel gefälschte Ware, auch Handtaschen, Portemonnaies und so weiter und so fort. Alles gefälscht. Aber es gibt natürlich auch Originale, die teilweise reduziert sind. Ich habe zum Beispiel gute T-Shirts, Marken-T-Shirts von Hilfiger, Levi's oder Adidas geschossen und die sind original zum Preis 50% günstiger als in Deutschland. Also das geht schon, du musst nur richtig hinschauen, musst dir mal so einen Tag Zeit nehmen zum Shoppen, hast du natürlich die Möglichkeit. Alles andere ist dann wirklich fast so teuer wie bei uns, also Lebensmittel sogar noch ein bisschen teurer. Mietwagen sind hier günstiger als bei uns und wie gesagt, Klamotten, Parfüm, Zigaretten, Alkohol auch 50% günstiger, weil halt die Steuersätze hier nicht so hoch sind. Was ich natürlich noch als Entspannungstipp dazu fügen kann, das ist hier, wenn du eine Massage buchst bzw. Wellness auf der Insel buchst. Ich verlinke dir mal eine schöne Massagepraxis hier in Morojabla. 60 €. 1 Stunde von einem deutschen Physiotherapeuten komplett ausgebildet. Wirkt Wunder. Also ich hatte am Anfang Rückenschmerzen wegen dem Bett, war bei dieser Physiotherapie, bei der Massage und hatte danach keine Rückenschmerzen mehr. Die geben sich mehr Mühe als in Deutschland und hier ist wirklich Fachwissen direkt am Start. Du kannst dich mit der Massagefrau bzw. Mann Deutsch unterhalten. Das sind meistens deutsche Auswanderer, die hier Fuß gefasst haben und ein besseres Leben haben möchten. Und wirklich, diese Massagepraxis kann ich empfehlen.
wow, also ich bin sozusagen ein neuer Mensch. Kurz vorm Abflug werde ich wahrscheinlich nochmal eine Massage genießen. Also Wellness kannst du hier ebenfalls auf der Insel machen und das auch wiederum fast 50% günstiger als in Deutschland. Und ich kann sagen, aus dieser Massagepraxis von meiner Erfahrung her, es hilft. Abschließend kann ich sagen, wirklich alles richtig gemacht. Ich werde in Zukunft wirklich mehr Apartment-Urlaub buchen. Gleichzeitig natürlich das Ganze zusammensetzen mit Flügen und einem gebuchten Mietwagen. Dieser Urlaub hat mir richtig super gefallen. Freie Zeiteinteilung, vernünftiges Essen, was ich wirklich will und was nicht irgendwo in einem Buffet zusammengematscht ist. Herrlich, ich kann nur sagen, ich kann es jedem empfehlen. Urlaub auf Fuerteventura, 2 Wochen Auszeit, muss nicht teuer sein. Mein abschließendes Ergebnis, sehr gut. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr Content sehen möchtest, dann abonniere den Kanal, gib mir ein Like für das Video. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke, winke.